Im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, wie man ein hochwertiges Kreissägeblatt von einem minderwertigen unterscheidet und auf welche Sachen man bei der Auswahl achten sollte. Heute werden wir uns mit Sägeblättern nach Art, Form und Anzahl der Zähne befassen. Mit Honza für 1 Minute. Schauen wir es uns also gemeinsam an. Bei der Auswahl eines Sägeblatts können Sie abwechselnd schräge Zähne, trapezförmige Zähne, dann auch gerade, konvexe, konische oder eine Kombination dieser Zähne finden. Die am häufigsten verwendeten Formen sind abwechselnd schräg und trapezförmig. Ein abwechselnd schräger Zahn wird am häufigsten zum Schneiden von Massivholz verwendet. Im Gegensatz dazu wird der Trapezzahn am häufigsten für Laminat verwendet. Wie der Name schon sagt, wechselt bei einem Sägeblatt mit geneigten Zähnen die Schneide des Zahns regelmäßig, das heißt nach rechts und links geneigt. Der Wechselzahn hat den Vorteil einer großen Schnittleistung, ist aber im Allgemeinen nicht für Nuten geeignet. Ich habe bewusst das Wort allgemein verwendet, weil es auch Sägeblätter mit wechselseitig abgeschrägten Zähnen gibt, die für Laminat oder Sperrholz geeignet sind, aber einen speziellen Winkel haben. Es sind Sägeblätter mit einem extrem schrägen Wechselzahn. Die spezielle Form dieses Zahns erzielt einen feineren Sägeschnitt auf beiden Seiten vom bearbeiteten Material wie Laminat oder furnierten Oberflächen von agglomerierten Materialien. Die am zweithäufigsten verwendete Form ist der Trapezzahn. Ein Trapezzahn hat einen geraden Rücken mit nach unten gefalteten Seitenkanten, wodurch eine sogenannte Trapezform entsteht. Auf dem Sägeblatt werden diese aber abwechselnd verwendet, meistens an jedem zweiten Zahn des Sägeblatts, die anderen Zähne haben einen geraden Rücken. Dieser Sägeblatttyp ist ideal zum Schneiden von großflächigen Materialien wie Laminat, MDF, Kompaktplatten, Furnierplatten, Sperrholz oder NE-Metallen. Sägeblätter mit Trapezsägezähnen sind zum Sägen von Massivholz überhaupt nicht geeignet. Ein Trapezzahn hat nicht die nötige Kraft und Abtragung wie schräge Zähne und hätte im Massivholz viel Widerstand und das Holz würde schwarz werden. Die dritthäufigste Zahnform ist ein gerader Zahn, Flachdachzahn. Diese werden euch vor allem beim Nutsägen und Sägeblättern fürs Vorschneiden für Formatkreissägen begegnen. Obwohl gerade Zähne einen relativ hohen Schnittwiderstand haben, sind sie aufgrund ihres flachen Bodens in der Nut ideal zum Schneiden von Rillen und Nuten. Ihr könnt damit zum Beispiel Hartfaserplatten auf Möbelrückseiten einlegen, Zapfverbindungen schneiden, Latten oder Glas in Möbel einlegen. Eine andere Form ist ein Hohlzahn, aber er wird sehr wenig verwendet. Er wird hauptsächlich zum Schneiden von Laminat ohne Vorschnitt in horizontalen Sägen verwendet, die ihr sicher aus den Schneidzentren der Hobbymärkte kennt. Der Nachteil dieses Zahns ist der relativ hohe Schleifaufwand. Die letzte Form sind konische Zähne, die hauptsächlich für Vorschneidearbeiten von Formatsägen verwendet werden. Der Zahn hat eine sich verbreiternde Form und je nachdem, wie weit ihr das Sägeblatt über den Sägetisch hinausschiebt, schneidet es durch die breite Rille. Auch wenn ihr jetzt wisst, welche Zahnform ihr wählen sollt, habt ihr noch lange nicht gewonnen. Einen weiteren Aspekt, den ihr klären müsst, ist die Anzahl der Sägezähne auf dem Sägeblatt, bezeichnet mit dem Buchstaben Z oder T aus dem englischen Wort Teeth für Zahn. Die Anzahl der Zähne ist hauptsächlich beim Schneiden von Massivholz wichtig, wobei dieser Parameter je nach Schnittrichtung sehr variabel sein kann. Entweder beim Längs- oder Querschneiden ändert sich die Anzahl der Zähne. Die Beispiele des Schnitts zeigen wir im nächsten Video. Befolgt im Allgemeinen diese Regel. Verwendet für Längsschnitte ein Sägeblatt mit geringer Anzahl von Zähnen, mit größeren Abständen zwischen den einzelnen Zähnen. Eine geringere Anzahl von Zähnen und große Abstände garantieren einen schnellen Schnitt und helfen, eine große Menge Sägemehl und Späne aus dem Schnitt zu entfernen. Bei einem Durchmesser von 160 mm sind es idealerweise 12 bis 18 Zähne, bei einem Durchmesser von 250 mm bis zu 30 Zähne. Im Gegensatz dazu sind für Querschnitte eine höhere Anzahl von Zähnen und ein kleinerer Abstand zwischen den Zähnen geeignet. Ein kleinerer Zahnzwischenraum eliminiert den Grad der Holzfasern an der Schneide und die hohe Anzahl von Zähnen garantiert einen glatten Schnitt. Bei einem Durchmesser von 160 mm sind es idealerweise 48 bis 56 Zähne. Bei einem Durchmesser von 250 mm dann 60 bis 80 Zähne. Hobbytischler suchen am häufigsten nach einem Universalsägeblatt für alles. Ein solches Sägeblatt existiert, aber es müssen viele Kompromisse eingegangen werden.
Gleichzeitig ist ein Universalsägeblatt für Längs- und Querschnitt im Grunde nur ein Mittelweg zwischen den oben genannten Sägeblättern für Massivholz oder Plattenwerkstoffe. Ein solches Sägeblatt sollte nicht zu viele Zähne haben, damit sie bei Längsschnitten nicht verstopfen, gleichzeitig aber nicht zu wenige Zähne haben, damit das Sägeblatt kein starkes Reißen der Holzfasern verursacht. Bei einem Durchmesser von 160 mm sind es meist ca. 24 Zähne, bei einem Durchmesser von 250 mm sind es etwa 40 bis 48 Zähne. Die genannten Kompromisse sind ein langsamer Längsschnitt oder ein leichter Grat beim Querschneiden der Fasern. Wenn ihr jedoch vorhabt, nasses Holz in Längsrichtung zu schneiden, vermeidet Universalsägeblätter ganz und verwendet nur Längssägeblätter. Beim Schneiden von großflächigem Material und NE-Metallen ist die Wahl der Zähneanzahl einfach. Wählt einfach ein Kreissägeblatt mit hoher oder maximaler Sägezahnzahl. Falls ihr das Maximum über Kreissägeblätter und deren Aufteilung erfahren wollt, solltet ihr unbedingt etwas über die Auswahl eines Sägeblatts anhand des Winkels wissen. Der Winkel wird in positiven, negativen und Nullwinkel unterteilt. Bei einem positiven Winkel sind die Zähne in Drehrichtung nach vorn geneigt, bei einem negativen Winkel sind die Zähne zur Drehrichtung geneigt. Eine positive Neigung bedeutet eine höhere Schnittleistung und einen schnelleren Schnitt. Eine negative Neigung bedeutet eine geringere Schnittleistung und einen langsameren Schnitt. Die positive Neigung ist ideal zum Schneiden von Massivholz, Sperrholz, Laminat und MDF-Platten auf Gärungssägen. Die negative Steigung ist jedoch hauptsächlich beim Schneiden von NE-Metallen, Kunststoffen, Kompaktplatten und Plexiglas gerechtfertigt. Der negativ geneigte Zahn dringt stufenweise in das Material ein und der Schnitt ist daher langsamer, aber präzise und sauber. Wenn ihr zum Beispiel ein Kreissägeblatt mit positiver 20°-Neigung für Querschnitte verwenden würdet, um ein Aluminiumprofil zu schneiden, würde sich das Sägeblatt in das Aluminium hineinhacken und der Schnitt wäre ungenau und uneben. Die negative Neigung wird zum Beispiel auch für Gärungssägeblätter in Kombination mit einem wechselseitig geneigten Zahn verwendet, wo maximale Vielseitigkeit bei Schnitten in Massivholz, Laminat oder auch Aluminium gefordert ist. Auch geeignet für Tauchsägen zum Schneiden von Laminatplatten ohne Vorschnitt. Der Nullwinkel wird zum Schneiden von Corian und dickwandigen Kunststoffen verwendet. Das wäre also alles über die Arten, Formen und Anzahl der Sägezähne. Liken und abonnieren nicht vergessen, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal für 1 Minute.